Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: RTS-Kracher Liquidation startet Playtest, Siedler-like Settle and Battle mit Content-Update, Iron Harvest für unter 4 € bei Instant Gaming erhältlich, Pre-Order-Details zu Tempest Rising, Tower Defense RTS Idun erschienen, neue League bestätigt 6 große Nintendo Switch 2 Spiele und Yield Fall of Rome nimmt den Kampf gegen Civilization 7 auf und ist schon jetzt verfügbar. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, welcher euch Videospiele in aller Regelmäßigkeit günstiger anbieten kann. Dazu aber gleich noch mehr, inklusive Kaufempfehlung. Mit Liquidation ist pünktlich zum Steam RTS-Fest ein stark von StarCraft inspiriertes RTS in seinen Playtest gestartet, an dem ihr euch jetzt über die Steam-Shop-Seite kostenlos anmelden könnt. Das Spiel setzt aber nicht nur auf die Karte Sci-Fi, sondern möchte euch das Ganze auch mit einer gehörigen Prise Fantasy versüßen und sowohl Single- als auch Multiplayer-Spieler bedienen. Die Geschichte von Liquidation spielt auf dem sterbenden Planeten Vea, auf welchem durch eine plötzliche Katastrophe ein Massenaussterben einsetzte. Dadurch bedingt konnte die Substanz Quenrium aus den Tiefen aufsteigen und löste einen Konflikt zwischen den überlebenden Parteien der Allianz der Greisel und dem Kreuzzug des Zwielichts um dessen Besitz aus, der bereits über 38 Jahre tobt. Ab hier setzt ihr dann ein und spielt ein sehr klassisches StarCraft-like RTS mit Basenbau, wahlweise auf Seiten der Terraner oder Zerg, um mal beim StarCraft-Vergleich zu bleiben. Im fertigen Spiel sollt ihr dann neben einer Kampagne auch Koop-Content vorfinden und euch wahlweise auch in Ranked-Matches mit integrierter Online-Ladder stürzen dürfen. Wann Liquidation genau erscheint, ist noch nicht klar, es soll aber bereits dieses Jahr im Early Access-Modus losgehen. Mit Settle and Battle New Empires ist ein Mann-Entwickler Paul Noack eine richtig schöne Indie-Perle gelungen, welche sich stark am guten alten Die Siedler 4 orientiert und daher für jeden Siedlerspieler ein Pflichttitel sein sollte, wie ich euch auch in meinem Testvideo aufzeigen konnte. Der Indie-Titel, welcher bereits Anfang Januar erschienen ist und gerade mal 6 € kostet, hat nun bereits sein zweites Content-Update erhalten und dadurch mit den Mongolen sogar ein neues Volk spendiert bekommen. Als Alleinstellungsmerkmal verfügen diese über Jagdfelder und die Aki-Destillerie sowie mit dem Langbogen über eine eigene exklusive Spezialeinheit. Zudem lassen sich jetzt Transportprioritäten manuell einstellen oder für Militär, Siedler und Gebäudebau 3 vorgefertigte Presets anwählen. Iron Harvest brachte 2020 frischen Wind ins RTS-Genre und war mit seinem alternativen Universum der 1920er Jahre der Schauplatz eines großen Krieges. Seinerzeit konnte der Titel Traumwertungen abgreifen und wurde so zum Beispiel von der GameStar als bestes RTS seit StarCraft 2 ausgezeichnet. Das Spiel erzählt eine grandios gute Story mit sehr gelungener Inszenierung, in welcher die 3 Helden Anna, Olga und Gunther von Duisburg im Mittelpunkt stehen. Zudem kommen hier auch Koop- und Multiplayer-Fans voll auf ihre Kosten. Falls ihr Iron Harvest verpasst habt, könnt ihr das jetzt über meinen Partner Instant Gaming für gerade mal 3,50 € nachholen, was ich euch vor allem für diesen Preis uneingeschränkt empfehlen kann. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank. Nach gefühlt ewiger Wartezeit befinden wir uns bei Tempest Rising endlich auf der Zielgeraden, auf welcher sich die Devs mit dem leider üblichen Vorbesteller- und Deluxe Edition Mist nun verscherzen. Aber gut. Der Titel erscheint nämlich fix am 24. April 2025 und lässt euch dann hoffentlich endlich wieder gewohnte Command & Conquer Kost mit zeitgemäßem Gameplay genießen. Der 24. April gilt für euch aber nur, wenn ihr euch für die Standard Edition entscheidet. Dem gibt es für Vorbesteller einen exklusiven Commander Pack, dessen Inhalt ich allerdings nicht herausfinden konnte.
Es scheint sich hier aber um Einheitenskins zu handeln, die wiederum auf einen drohenden Ingame-Shop in der Zukunft hindeuten könnten. Für 10 Euro mehr, also dann 50 Euro, erhaltet ihr als Vorbesteller der Deluxe Edition mit dem eben schon erwähnten Commander Pack plus dem digitalen Artbook sowie dem Soundtrack mit satten 43 Tracks. Und jetzt kommt's, halt auch 7 Tage vor Abzugriff und somit das Spiel bereits ab dem 17. April. Kann man finden, wie man will. Hype entsteht bei mir so jedenfalls erstmal keiner. Fine. Let them come. Viel besser macht es da Idum, welches am 20. Januar direkt als Vollversion für unter 15 Euro erschienen ist und euch zudem auch eine Demo zum Anspielen bietet. Der Titel lässt sich ganz gut mit The Riftbreaker vergleichen und ist im Prinzip ein Tower Defense RTS Mix, in dem ihr euch gegen Horden von Insekten-Aliens verteidigen müsst. Die Kampagne möchte euch mit viel Abwechslung bei Laune halten und euch mit ständig neuen Gegnern, Umweltanomalien und natürlich unzähligen Upgrades für eure Abwehrtürme bei Stange halten. Die ersten Steam-Rezessionen sind alle positiv, weswegen sich ein Blick zumindest in die Demo definitiv lohnen könnte. I can almost taste my mission complete celebratory sandwich. Und damit erreicht uns mal wieder ein Leak zur Nintendo Switch 2. Es ist also auch nach dem offiziellen Konsolenteaser nicht leiser geworden. Der neue Leak stammt vom Händler Newegg, welcher unter anderem Gutscheinkarten für den eShop verkauft. Um unwissenden Eltern die Karten schmackhaft zu machen, werden diese Gutscheine immer mit Titeln beworben, die in der Zukunft erscheinen und dann dafür eingesetzt werden können. Jetzt wurde hier aber neben Metroid Prime 4, Xenoblade und Pokémon Legends auch mit einem neuen Mario Kart sowie einem neuen 3D Mario und einem The Legend of Zelda Remake Remaster geworben, von denen wir offiziell noch nichts wissen. Nachdem das Ganze seinen Weg ins Netz gefunden hatte und der Aufschrei entsprechend groß war, wurden die 3 letztgenannten Titel wieder aus der Beschreibung entfernt, was den Leak natürlich nicht unglaubwürdiger macht. Im Prinzip ist ein neues Mario Kart, wenn auch noch nicht offiziell angekündigt, spätestens nach dem Konsolenteaser safe. Zudem ist ein 3D-Mario im Release-Zeitraum mehr als wahrscheinlich, um die Verkäufe der neuen Konsole anzukurbeln, was der Klempner in der Regel auch immer mit Bravour meisterte. Dass hierfür auch Zelda-Titel wichtig sind, ist ebenfalls klar. Ein neuer Hauptteil der Serie, aber noch gut und gerne 3 bis 4 Jahre entfernt, wenn man sich anschaut, in welchem Zeitabstand diese Titel bisher immer erschienen sind. So bietet sich natürlich ein Remaster oder Remake eines alten Titels an, was aber schlussendlich aktuell noch alles heißen könnte. So wollen die einen von einem zurückgehaltenen Switch-Port von Wind Waker und Twilight Princess gehört haben und andere sogar von einem 4K-Remake von Ocarina of Time, welches nach wie vor als das beste Videospiel aller Zeiten gilt. Nintendo-Fans können sich also auf ein spannendes Jahr freuen und schon mal anfangen zu sparen. Könnte nämlich ein teures Jahr werden. Also im positiven Sinne. Im Februar soll endlich Civilization 7 erscheinen, worauf viele von euch schon sehr heiß sind. Einen ähnlichen Titel, welches sich auf die römische Epoche konzentriert, könnt ihr aber bereits jetzt zocken. Denn Yield, Fall of Rome, ist bereits am 20. Januar für 18 Euro auf Steam in den Early Access gestartet. Im 4X-Strategiespiel erlebt ihr 400 nach Christus den Zusammenbruch des Römischen Reiches und erobert somit eure eigenen Provinzen. Grafisch macht der Titel dabei echt was her und lässt euch rundenbasierte Taktikgefechte führen, die auf einer in Kacheln angelegten Weltkarte ausgetragen werden. Spielbar sind bisher 8 Fraktionen mit eigenen Einheiten, Gebäuden und dementsprechend auch unterschiedlichen Stärken und Schwächen, welche jeweils mit einer eigenen Kampagne daherkommen. Dabei möchte sich Yield möglichst flott anfühlen und setzt dafür auf ein taktisch ausgerichtetes Gameplay. Ich konnte leider noch nicht reinzocken, auch wenn der Steam Key schon seit Wochen in meinem Postfach rumliegt, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch was, um die restliche Wartezeit auf Civ 7 zu überbrücken. In diesem Sinne, checkt wie immer Instant Gaming aus und spart viel Geld, lasst gerne ein Abo da für noch mehr Gaming News und dann sehen wir uns nächste Woche gerne wieder hier mit allem Wichtigen rund um unser liebstes Hobby. Bis dann. Triff weitreichende Entscheidungen. Kriegskunst, Wirtschaft, technologischer und politischer Fortschritt. Mit jedem Zug beeinflusst du das Spielgeschehen.